Was braucht denn der Mensch, um gesund zu sein? Um gesund zu sein, braucht man erstmal eine Perspektive. Denn Gesundheit kann man nicht haben, sondern immer nur entwickeln. Und das ist nicht zu unterschätzen, dass wir eine Sinnperspektive im Leben brauchen. Das ist auch etwas Geistiges und das ist für den Menschen unverzichtbar. Zu diesem Sinn gehört ganz wesentlich, dass wir für andere da sein können, dass wir anderen was geben können. Selbst wenn wir sehr alt sind und im Rollstuhl sitzen und viele Hilfe brauchen, können wir unseren Enkeln auch sehr viel geben. Und das ist das Zweite, was es eigentlich für die Gesundheit braucht. Es braucht die Grundvoraussetzung, eine gesunde Ernährung, einen Lebensrhythmus, eben eine Abwechslung zwischen dem, wo ich für andere etwas tue, arbeite oder auch sonst mich einsetze für andere Menschen, aber genauso, dass ich eine Zeit habe, wo ich zur Ruhe komme oder wo ich etwas aufnehmen kann. Letztlich hängt sehr viel von unserer Gesundheit, von unserer Lebenshaltung ab. Und je weniger diese Haltung nur um mich kreist, in dem Sinne auch, je weniger ich immer nur über meine Gesundheit nachdenke und je mehr ich eigentlich mich dafür einsetze, dass andere gesund sind, umso gesünder bin ich selbst. Was braucht es, um gesund zu sein? Um gesund zu sein, da würde ich sagen, Gesundheit ist eben nicht Zustand, das ist etwas Dynamisches. Man ist immer, auf einer oder der anderen Seite kann man in eine Einseitigkeit gehen, also man muss eigentlich aktiv, dynamisch immer wieder die Mitte zwischen Einseitigkeiten finden. Das muss auch jede Pflanze eigentlich. Mit der biodynamischen Landwirtschaft überlege, da haben wir zum Beispiel diese sogenannten Präparate, also nicht nur Kompostpräparate, aber 2 Präparate, die wir spritzen, Hornmist und Hornkiesel, und das sind für mich Gesundheitspräparate. Mit dem Hornmist wird die Verbindung der Pflanze durch die Wurzel mit der Erde verstärkt. Das kann man richtig sehen. Die Wurzeln gehen tiefer und verbinden sich besser mit den anderen Pflanzen und so, also über Mykorrhiza und so. Und durch Hornkiesel wird auch die Beziehung von der Pflanze zum Licht, zum Kosmos verstärkt. Das heißt, um gesünder zu werden, muss die Pflanze besser verbunden sein mit Erde und Himmel. Nicht in sich eingekapselt, ganz anders. Eine stärkere Verbindung mit Erde und Himmel verstärkt die Gesundheit, aber dadurch wird auch die Identität der Pflanze verstärkt. Das ist ein bisschen ein Rätsel, ne? Ich verbinde mich mehr mit der Umwelt und dafür kann ich meine Identität stärker entwickeln. Das sehen wir an den Pflanzen, wenn wir die biodynamischen Spritzpräparate richtig intensiv benutzen, das merken wir.